Heute führt uns der Weg nach Besednice, in eine Region, die unter Sammlern fast schon legendär ist. Hier, unweit von Krumau an der Moldau, befindet sich eine der wenigen Stellen, an denen man heute wieder legal nach Moldawitten graben darf. In Sand- und Kiesablagerungen verborgen liegen hier jene Stücke Impaktglas, die vor rund 15 Millionen Jahren entstanden sind. Ein bisschen Pech haben wir mit dem Wetter heute. Hier zieht so ein Regenband durch. Dafür werden wir aber nachher sehr gute Sicht haben, denn wenn der Boden feucht ist und die Sonne nicht so direkt scheint, dann ist die Sicht auf die Moldawitte meistens besser und man kann die richtig schön erkennen. Nach kurzer Anmeldung und Einweisung geht es direkt in die Grube. Werkzeuge werden gestellt und auch an Regenkleidung wurde gedacht. So sieht das Gestein hier aus, beziehungsweise die Ablagerung. Und wir suchen nicht nach den sandigen Parts, sondern da, wo Steine drin sind. Die ersten 2 Moldawitte sind rausgekommen. 2 kleine Stücke. Diese Boxen hier sind bereitgestellt, damit man die Moldawitte waschen kann. Die 2 hier, die wollen wir uns mal genauer angucken. Schönes Grün. Der andere, das ist ein ganz kleiner Splitter. Das hier ist ein Rauchquarz, den mache ich jetzt auch mal ein bisschen nass. Da ist der Moldawit, kleiner. Ja. Okay, Wird größer. ja. Super. Der ist mir gar nicht so klein, was? Nee. Frisch aus dem Sediment. Das ist cool. Ja. Müssen wir waschen. Ein Rauchquarz. Hier sind die Quarze viel größer als da oben. Ja? Geh mal hin. Good one. Oh, Glückwunsch, Michael. Einer der Mitarbeiter zeigt uns einen außergewöhnlich geformten Tropfen. Drop. Ein Tropfen. Der hat sicher 10 Gramm.
15 Millionen Jahre wartet er darauf, dass wir den hier ausgraben. Hier sieht man diese Strukturen, die sich da nachgebildet haben, nachdem der Moldavit eingebettet wurde, wo das Glas so ein bisschen angeätzt ist. Ich glaube, ich habe einen. Noch steckt er im Sediment. Ich pul den jetzt da mal ganz vorsichtig raus. Ja, das ist einer. Ein ganz filigranes Stück. Da sieht man eine Blase. Das ist einer. Ich glaub's nicht. Der Moldavitler einfach so im Abraum. Wieder an der Waschstation. Rechts und links hat er Bruchflächen. Aber die sind ja zum Teil natürlich auch beim Aufschlag schon zerbrochen oder wenn sie transportiert worden sind. Ah, das ist der Tropfen, ja? Ja, das ist der Tropfen. Schönes Flaschengrün. Das ist auch sehr schön. Ja. Der hier hat eine Gasblase, eine offene. Ja, und dann haben wir noch jede Menge kleine. Der hier könnte sich zum Facettieren eignen. Die Ausbeute dieses Tages kann sich sehen lassen. Zum Schluss werden die Funde alle einzeln gewogen. Eine bestimmte Grammzahl ist im Eintrittspreis enthalten. Wenn man darüber hinaus Funde erwerben will, kann man dies recht günstig vor Ort machen. Nach diesem Tag in der Grube wollte ich genauer verstehen, was diese Stücke so besonders macht. Vít Gržul, Geologe und Kurator des Moldavit-Museums in Krumau, war maßgeblich an der Entstehung dieser Fundstelle beteiligt. Er erklärt, wie die Moldaviter entstanden sind und warum gerade diese Region eine besondere Rolle spielt. Ja, wir waren zwei Freunde, die haben Geologie studiert in Prag und mein Freund stammt von hier, von Südböhmen und hat auch schon Moldavite gesammelt und dann später sind wir dazu gekommen, das Museum zu gründen, weil die Moldavite sind wirklich eine super Rarität und sehr wenige Leute wissen davon. Und wir glaubten, dass die Moldaviter eine schöne Ausstellung haben sollen und dann haben wir es gegründet. Ich habe die Exposition geplant. Mit dem Projekt haben wir in 2006 angefangen. Und 2013 haben wir das Museum geöffnet. Die Leute haben uns gefragt, und wo? Es ist ja interessant. Und wo darf ich ein Moldavit selber finden? Und es war ja ziemlich schwierig, die Leute ins Feld zu schicken. Dann
haben wir daran gedacht, eine wirkliche Mine zu öffnen. Und 2015 haben wir die Untersuchungsproben rund um Bessednice gemacht und 2022 haben wir die Mine geöffnet. Wir haben Glück gehabt, dass der Inhaber von der Farm freundlich ist. Mhm. Und wir haben Strom und Wasser von der Farm und könnten eigentlich hier die große Grube machen. Aber natürlich aus offizieller Mine müssen wir alles zumachen und schön wieder mit Gras bewachsen und so weiter. Du hast jetzt hier eine Karte dabei, Ja, da kann man sehen, wo wir gerade das ist sind. die Ne? Karte von der Umgebung und es ist genauso die Karte von den berühmtesten oder reichsten Lokalitäten. Also Stadt Bessednice ist hier und die berühmte nagelige Moldawite von Bessednice sind von diesem Platz oder von diesem Grundstück. Die waren so populär, dass die offizielle Firma hat die Steine offiziell abgebaut und die Mine war um 2006 geschlossen. Da gibt es noch eine große und berühmte Sandgrube, die produziert seit 40er Jahren Baustoffe, Sand und Kies. Und die Moldawite kamen immer als Nebenprodukt davon, aber jetzt, ungefähr 10, 20 Jahren, produzieren sie die Moldawite offiziell. Und die Leute illegal graben immer hier in den Feldern und im Wald gleich neben. Und ähnliche Schichten finden wir in diesem Band, der bis da hier sich zieht, also Nesmien. Nesmien ist eigentlich das Ort hier. Und die Lokalität Nesmien Les, also Nesmien Wald, ist hier. Es gibt Steine noch hier in dem Wald. Und das sind ähnliche Schichten und die Steine sind auch ähnlich von Chlum. Wir stehen jetzt auf dem Grundstück, der hier steht, liegt. Und da gibt es Schichten, die nicht so gut sortiert sind, die Steine sind nicht so gerundet. Es war nur ein Hanglehm, wo die Moldawite scharfkantig sind. Und ähnliche Schichten oder Fundstellen haben wir auch noch hier und hier in der Umgebung, auch hier ein bisschen, hier auch. Also das sind verschiedene Plätze, wo die Reste von diesen Schichten noch geblieben sind. Ich habe mal gehört, dass die Spezialisten anhand eines Fundstücks ziemlich genau sagen können, das kommt von hier, das kommt von da. Würdest du dem zustimmen? Ja, geht das? Ja. Es steht daran, weil die Skulptur auf der Oberfläche entsteht von der chemischen Korrosion später in der Schichte. Und die Bedingungen sind unterschiedlich von Platz zu Platz und deswegen ist die Skulptur speziell für die Lokalitäten und man kann das, manchmal kann man das unterscheiden. Ja. Hinter dem Berg ist eine andere wirklich reiche und berühmte Lokalität, Slavče u Trhových Svinů oder Dobrkovská Lhotka, das sind die tschechischen Namen. Und die berühmte Name ist Zatáčka, das heißt auf Deutsch die Kurve. Und da waren die Moldawite hier und die waren auch viele da. Und der Inhaber von der Grundstück hat dann 2 oder jetzt 3 schon Teiche gemacht, um die Moldawite zu gewinnen. Okay. Aber die sind weiter in den Schichten in dem Wald hier und da gibt es noch noch illegale Löcher immer noch. Die sind entstanden in der ersten Sekunde oder eigentlich vor dem Impact, weil nur die
gepresste Druckwelle vor dem Meteorit hat wahrscheinlich den Sand geschmolzen und weggeworfen. Und danach kommt der Meteorit und der Kontakt mit der Erde und der Krater ist entstanden. Aber die Moldaviten waren schon weg. Und deswegen sind sie so rein, weil das hier ist alles gemischt und geschmolzen, gebrochen. Aber die Moldaviten waren wirklich nur geschmolzen und weggeworfen aus reine Flüssigkeit. Also so sehen wir das heute. Und die Moldaviten sind dann bis Höhe von 40 und Weite von 250 bis 400 Kilometer geflogen, sind in der Luft fest geworden und deswegen haben meistens so eine, in Englisch, wie nennt man Splashform? Man findet hier in der Grube ja auch viele gebrochene Stücke. Heißt Genau, das, genau. die kamen quasi schon fest auf die Erdoberfläche und sind da zerbrochen? Wahrscheinlich Ja. schon fest und schon gebrochen. Schon Weil die gebrochen. innere Spannung war so stark, Okay. dass wenn sie dann wieder zu der tiefen Atmosphäre gekommen sind, die schon die Reibung von der Luft und die Spannung war so stark, dass sie wahrscheinlich die größere Menge schon wahrscheinlich gebrochen, vor dem sie gefallen sind und dann natürlich danach auch. Also deswegen ist es so schwierig, eine ganze Tropfen zu finden zum Beispiel. Ja, ich habe mal gehört, rund 1% der Moldavite sind eigentlich nur ganz. Ich glaube noch weniger, weil wir haben, ich weiß nicht, 20 Kilos der ersten Jahr gefunden und davon gibt es 3 Tropfen, ungefähr so. Mhm. Ja, 2 richtige, schöne. Also man muss viele Moldavite finden, um einen Tropfen da zu haben oder eine Kugel. Es gibt Lokalitäten, wo schöne Kugel gefunden sind, aber das war wahrscheinlich sehr, also das ist ein bisschen mehr nach Westen, der Jankow, und der ist berühmt für die Kugeln. Also und warum sind die da so in diese Menge geblieben, wissen wir nicht eigentlich. Senice ist ja sehr berühmt dafür, dass die Moldavite so eine igelige Struktur haben können. Ne? Ja, genau. Hat das was damit zu tun? Ich habe mal gelesen, dass das Glas innere Spannungen hat und diese, ja, ich sag mal, Huminsäuren und so genau an diesen Spannungsrissen genau. angreifen und die dann. Die Spannung ist in jedem Moldawitsch. Ja. Aber da war das Grundwasser ein bisschen mehr aggressiv, also hat wahrscheinlich mehr Säure Mhm. und hat es schneller korrodiert. Was ich noch nicht verstanden habe, das ist, Moldavite bestehen ja hauptsächlich aus Siliziumoxid. Mehr als 70%. Ja. Ja. Mhm. Und Siliziumoxid, also wie Quarz, dachte ich, ist immer relativ säureresistent. Aber trotzdem hat diese Säure dazu Ja, geführt. in 15 Millionen Jahren. Ja, okay, ist eine Ja, lange aber Zeit. Ja. die Sache steht noch so, dass es ist so schnell fest geworden, dass die Kristallstruktur von dem SiO2 nicht, Sie ist amorph geblieben. ja, Ne? ist es amorph geblieben und sie ist nicht so resistent Ja. gegen den Säuren als der Quarz, der kristallisch ist. Mhm. So das glaube ich. Ja. Ja. Was gibt es für aktuelle Forschungen im Bereich der Moldavite? Kannst du da noch ein bisschen was erzählen? Ich glaube, die Haupttheorie ist schon klar. Ja. Aber was die einzige Fundstellen betrifft, die Entwicklung von der Landschaft und warum die Moldavite hier sind und da sind und
warum sind sie hier mehr grün und in Moravien mehr dunkel sind. Das sind die Fragen, dass man damit kann man sich immer noch beschäftigen. Eine Frage habe ich noch. Wie bist du zu den Moldawiten gekommen? Wo hat bei dir das Feuer angefangen? Als kleiner Junge in der Grundschule war ich einmal mit meinem Lehrer von Naturhistorie, kann man sagen, in der Schule. Mhm. Also wo man über die Natur lernt. Dann ist er für unsere Schule ist mein Lehrer die Proben oder Steine gesammelt, wenn wir zusammen in einem Ausflug waren, mit der ganzen Klasse. Und ich habe ihm dabei geholfen und ich habe das gefunden, dass es ja wirklich interessant ist, oder für mich war es interessant. Und das war in dem letzten Jahr von der Grundschule. Dann habe ich gedacht, naja, es ist interessant. Dann bin ich im Gymnasium habe ich Geologie schon studiert und dann hatten wir einen Club. Ich war ein Mitglied und wir sind überall gefahren in Tschechien und haben Steine gesucht und dann habe ich gesammelt auch und hatte ich schon eine Sammlung. Und dann habe ich weiter Geologie studiert in der Universität. Dann habe ich auch zu den Moldawiten gekommen, weil ich den Freund habe ich geholfen, die Moldawiten gefunden hat. Habe ich ihm geholfen, die zu verkaufen. Wir sind schon zu den Mineralienbörsen rund um Europa gefahren. Und dann später sind wir zusammengekommen, um das Projekt von dem Museum zu machen. Aber wenn ich zu den Börsen gekommen bin, da habe ich gesehen, dass ich so schöne Steine will ich nie haben und habe ich aufgehört mit meiner Sammlung. Also das heißt, du hast keine Privatsammlung, aber du hast das Museum. Die schönsten Stücke von damals habe ich Ja. jetzt in einem Schachtel und die zeige ich zu den Kindern, weil meine Kinder schon in die Kindergarten gehen. Dann nehme ich manchmal die Steine mit und zeige ich etwas, aber ich sammle nicht mehr. 3 Fundstücke möchte ich zum Abschluss noch einmal in Ruhe betrachten. Stille Zeugen eines Ereignisses vor 15 Millionen Jahren.